Hallo und herzlich willkommen in unserer Hengst Garage, dem Ersatzteil- und Produktkanal von Hengst Filtration. Mein Name ist Kai und ihr seid hier genau richtig, wenn ihr euch für unsere Produkte, Technik und Montage interessiert. Was haben wir heute für euch auf der Werkbank? Es geht um die Ölfiltration in Verbrennungsmotoren. Viel Spaß mit dem Video! Die Wichtigkeit eines Ölfilters in Verbrennungsmotoren wird häufig unterschätzt, obwohl der Ölfilter maßgeblich die Lebensdauer eines Motors beeinflusst. Aber später mehr dazu. Viele denken bei einem Ölfilter nur an das Thema Schmutzaufnahme. Jedoch gibt es viele weitere Herausforderungen. Ein sehr wichtiger Punkt beim Ölfilter ist der Differenzdruck. Der Ölfilter soll ausreichend viele Partikel zurückhalten, jedoch keinen großen Druck im System erzeugen. Je weniger Druck durch den Filter erzeugt wird, desto weniger Energie benötigt die Ölpumpe und dadurch verbraucht der Motor weniger Kraftstoff. Bedeutet für euch, dass ihr durch den Einsatz von einem hochwertigen Ölfilter den Kraftstoffverbrauch senken könnt. Sollte der Differenzdruck des Filters deutlich zu hoch sein, steigt nicht nur der Kraftstoffverbrauch, es kann auch zu einem verringerten Ölfluss zu den Schmierstellen führen, wodurch die Temperatur und Verschleiß steigen. Ich habe bereits das Thema Schmutzaufnahme angeschnitten. Natürlich ist es wichtig, dass der Ölfilter auf der einen Seite viele Schmutzpartikel aufnehmen kann. Dann sprechen wir von der Schmutzaufnahmekapazität. Aber auch die Feinheit ist ein wichtiger Baustein. Die Feinheit der Ölfilter wird entsprechend der Anforderungen ausgelegt. Hier geht zum Beispiel das Gleitlagerspiel ein. Oder auch die eingesetzten Materialien des Motors. Und natürlich viele weitere Faktoren. Welchen Schaden können die Schmutzpartikel im Motor anrichten? Im schlimmsten Fall entstehen Kratzer an der Zylinderwandung, wodurch die Kompression des Motors sinkt und somit dieser an Leistung verliert. Bei diesem Schadensbild spricht man von einem Motorschaden. Des Weiteren ist der Ölfilter vielen Kaltstarts ausgesetzt, bei denen aufgrund der hohen Viskosität des kalten Öls hohe Drücke auftreten. Fassen wir die vorherigen Anforderungen zusammen, bedeutet dies, wir benötigen einen möglichst öldurchlässigen Filter, der dennoch undurchlässig für Partikel ist. Außerdem soll er stabil sowie robust sein. Das sind viele Anforderungen, die teilweise auch gegensätzlich sind. Die Filtermedien, die zum Einsatz kommen, müssen nicht nur robust ausgelegt sein und möglichst viele Partikel herausfiltern, sondern auch eine hohe chemische Beständigkeit aufweisen. Während des Betriebs reichert sich das Öl mit Säuren an, welche bei dem Verbrennungsprozess entstehen. Diese gelangen über Blow-by-Gase ins Öl oder sie werden über die Zylinderwandung ins Öl transportiert. Diese Säuren können das Filtermedium angreifen und verringern so die Festigkeit. Als Folge kann das Filtermedium einreißen und ungefiltertes Öl in den Kreislauf gelangen. Hochwertige Ölfilter werden aus diesen Gründen mit einer Imprägnierung und Harzen versehen, um die Beständigkeit zu erhöhen. Ich habe viel über Aufgaben und Anforderungen des Ölfilters gesprochen. Aber eines wird vermutlich jedem klar. Sollte der Ölfilter ausfallen, gelangen Schmutzpartikel direkt in den Motor und reduzieren die Lebensdauer. Mit minderwertigen Ölfiltern wird ein Motorschaden riskiert. Wir von Hengst setzen auf Premium-Qualität bei unseren Ölfiltern, um den Motor optimal zu schützen. Unsere Serviceteile werden auf den Prüfständen validiert, um ein hohes Maß an Qualität zu gewährleisten. Unsere Hengst-Serviceteile bekommt ihr in der gewohnten Erstausrüstungsqualität. In unserem Online-Katalog auf hengst.de haben wir euch alle Hengst-Produkte für eure Fahrzeuge aufgelistet. Der Link zu unserem Online-Katalog ist natürlich auch in der Beschreibung. Ich hoffe, ihr konntet einiges über die Ölfiltration in Verbrennungsmotoren lernen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare, wir beantworten sie dann dort. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dann gebt gerne einen Daumen hoch und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann abonniert auch gerne den Kanal. Bis bald in der Hengst Garage.